Oh hey, kennt ihr das? Ihr stolpert auf eine Sache, eine Serie, ein Film, was auch immer, wo ihr erstmal etwa vielleicht ein bisschen interessiert seid, aber nicht etwa wirklich viel darüber denkt. Und nachdem ihr diese Sache beendet habt, denkt ihr euch, meine Güte, ich muss unbedingt darüber reden. Nun, das bin ich mit der neuesten MCU-Show Wonder Man. Denn heute reden wir mal über Wonder Man, was ich zu dieser Show zu sagen habe und alles Wissenswerte zu dieser Show. Und bedenkt, hierbei handelt es um ein Video von jemand, der das MCU nicht wirklich aktiv mitverfolgt. Ich meine, ich schaue mir hin und mal wieder etwa die neuesten Filme an, die mich interessieren, aber so wirklich auf den aktiven Stande mit den MCU, geschweige denn den MCU-Serien, bin ich absolut nicht. Also behaltet das euch bitte im Hinterkopf. Ich habe auch gesagt, hierbei kann es zu Spoilern kommen, also falls ihr nicht etwas Spoiler hören wollt, dann klickt dieses Video am besten weg. Anyway, alle Disclaimer wurden disclaimed, legen wir doch mal los mit dem Video. Wonder Man war eine Show, die mich ein wenig interessiert hat, aber so wirklich viel über die Show habe ich etwa nicht nachgedacht. Und dann kamen die Reviews rein und waren extrem positiv. Also habe ich mir gedacht, wieso nicht? Die Show ist sowieso relativ kurz im Vergleich zu anderen MCU-Shows. Wieso versuche ich das nicht etwa einen Versuch zu geben? Und meine Güte, ich bereue es nicht. Wonder Man erzählt uns die Geschichte von Simon Batts und Trevor Slavery, die mehr oder weniger ihre Reise nach Hollywood einnehmen, um in einem Superhelden-Remake-Film die Hauptrollen zu spielen. Und das ist etwa die grobe Story dieser Show. Und was auf den ersten Blick vielleicht etwa sehr simpel klingt und auch relativ simpel in dieser Show ist, hat sich zu einer sehr unglaublich guten Show entwickelt. Vorab, ich kann etwa sagen, mein Wissen zu Wonder Man, den Charakter in den Comics, ist minimal bis kaum existent. Von daher kann ich diese Show nicht wirklich auf der Adaptionsebene raten oder wirklich viel sagen. Manchmal, vor allem wenn es etwa ein Charakter ist, wo ich sehr interessiert bin, beziehungsweise wirklich etwa in der Liebe bin mit der Originalversion, aka den Source Material, kann es mich wirklich stark stören. Von daher kann ich jeden verstehen, der vielleicht da Probleme hat, da die Show sich sehr viele kreative Freiheiten nimmt mit dem Charakter des Wondermans. Die Show fokussiert sich, wie schon erwähnt, auf Simon, aka Wonderman, und natürlich auf Trevor, den die meisten aus Iron Man 3 kennen als den Fake Mandarin, beziehungsweise auch kürzlich erst aus Shang-Chi kennen können. Dieser wird wieder mal gespielt vom wundervollen, großartigen Ben Kingsley, während Yahya Abdul-Mateen die Rolle des Simons übernimmt, und er konnte mich auch schon etwa in vielen seiner anderen Filmrollen in der letzten Zeit sehr stark überzeugen. Und das ist etwa mein erster großer Punkt an dieser Show. Unsere zwei Main Leads sind unglaublich charismatisch, sympathisch, und ihre Story und wie sie etwa das Aufspielen miteinander ist wundervoll. So eine Show wie Wonder Man lebt und fällt mit seinen Main Characters und vor allem deren Dynamik miteinander. Und was Kingsley als auch Martin in diese Rollen rüberbringen, ist nicht nur glaubwürdig, sondern auch etwa unglaublich compelling. Wirklich, ich bin jemand, der Iron Man 3 so einiges abgewinnen kann, selbst in Fake Mandarin Twist, aber es ist zugegeben, ich bin jetzt niemand, der so großartig etwa invested war in den Charakter von Trevor. Aber meine Güte, diese Show schafft es unglaublich gut, diesen Charakter mehr Layers zu geben und mehr in die Süße von diesem Charakter reinzugehen. Dasselbe kann man auch zu Simon sagen, wo wir nicht nur etwa durch ein paar Flashbacks einen genaueren Hintergrund von seiner Kindheit bekommen, sondern auch mehr oder weniger wirklich ein gutes Bild bekommen, wer denn nun Simon ist, was etwa wirklich etwa hoch ansetzt und so weiter und so weiter. Die Süße unserer zwei Main Leads wird so wundervoll explored und die Freundschaft dieser beiden ist unglaublich compelling und am manchen Stellen wirklich bittersüß. Ich sag bittersüß, da diese Show mehr oder weniger eine beliebte Trope reingeht, und zwar die Liar Trope. Denn Trevor trifft Simon nicht auf einer normalen Art und Weise. Nein, er wurde angeheuert, mehr oder weniger in Simons Leben reinzukommen und ihn etwa auszuspionieren. Und das könnte auf den ersten Blick sehr klischeehaft klingen, sehr dumm klingen auch. Aber zugegeben, die Show schafft das wirklich gut, diese Storyline nicht nur glaubwürdig für sowohl Trevor reinzubringen, sondern auch wirklich etwa eine emotionale Tiefe in etwa den Reveal, dass Trevor ihn mehr oder weniger die ganze Zeit angelogen hat. Denn über die Zeit von dieser Show freuen sich die beiden wirklich stark an und gehen durch Himmel und Hölle wirklich. Und als jemand, der diese Trope bis zum Ende nicht wirklich mag, bin ich wirklich begeistert und sehr erfreut, dass ich sagen kann, dass diese Trope
hier absolut gut funktioniert. Und das ist einfach wirklich an den Schauspielerkaliber zu verdanken, den wir hier in dieser Show kriegen. Wirklich, ich weiß nicht, ob ich diese Show wirklich so sehr gemacht hätte, ohne die 2 Main Leads, aber das ist natürlich auch nicht zu sagen, dass das Writing oder auch das Directing zu dismissive ist. Ganz im Gegenteil. Das Directing von all den Episoden ist wirklich, wirklich gut. Eine Sache, die man mit den MCU-Shows nach einer Weile bemerkt, mal oft, dass etwa eine Show wie Moon Knight oder auch Falcon and the Winter Soldier sich nicht wirklich anfühlen wie eine Show. Sie fühlen sich eher mehr so an, als hätte man einen gigantischen Film. Und das kann manchmal gut funktionieren, aber auf der Dauer eher weniger. Nein, Wonder Man hat dann doch etwa einen anderen Weg genommen, denn die Show beweist es wirklich gut, was etwa eine Marvel-Serie machen kann, wenn jede Episode ihre eigene Identität hat. Ich kann wirklich etwa all die Episoden unterscheiden und wirklich etwa pin-downen, was etwa nun die Episode ist und ihre Handlung. Kann ich das etwa bei manch anderen dieser MCU-Shows nicht wirklich, denn diese fallen dann doch ein wenig zu samey ein, beziehungsweise missen sich einfach zusammen. Und apropos Episodenidentitäten, reden wir doch mal über die Episode, die vermutlich für viele ein Standout ist. Die Dorman-Episode erzählt uns die Geschichte von Dorman, einem anderen Marvel-Charakter, wo es leider nicht wirklich viel weiß, aber schon interessiert bin, irgendwann mal in die Comics tiefer reinzugehen, ist eine wirklich gute Botte-Episode. Nicht nur erklärt es, warum ein paar Superhelden mehr oder weniger es untersagt worden ist, jemals als Schauspieler oder einen Schritt in Hollywood zu gehen. Nein, die Episode erzählt uns etwa eine sehr knackige Story und ist auch etwa ein gutes Beispiel, warum beispielsweise diese MCU Special Presentations eine Sache ist, die ich wirklich sehr stark vermisse. Zugegeben, ich finde das Black and White bei der Dorman-Episode ein wenig unnötig und es hat nicht wirklich so viel beigetragen, aber hey, nettes Gimmick, I guess. Die Episode sehr überzeugend. Im Punkte Worldbuilding bietet Wonder Man auch etwa einen guten Schritt für das MCU. Zugegeben, ich kann nicht wirklich etwas sehen, was etwa die Show für das weite MCU bringt, aber es ist auch etwa was Gutes. Nicht jede Show, nicht jeder Film muss etwa wirklich viel zum MCU bringen und Wonder Man schafft es einfach, eine gute, isolierte Story zu erzählen. Das ist auch vermutlich etwa die größte Stärke von dieser Show. Die Charaktere sind wirklich stark, aber allein schon wie isoliert diese Show vom großen MCU ist, macht die Show etwa es ein würdig, auch von jemandem sich anzuschauen, der vielleicht eher weniger im MCU drin ist oder weniger interessiert ist. So wirklich viel vom MCU schauen muss man mit dieser Show eher weniger. Vielleicht Iron Man 3, um ein wenig mehr Kontext zu haben, aber zugegeben, das ist auch nicht wirklich required viewing. Aber um mal zurückzukommen, ich mag es, was wir etwa vom Worldbuilding hier kriegen, was für popkulturelle Dinge im MCU existieren, die auch in unserer ersten Welt existieren. Zugegeben, ich kann vielleicht nitpicken, dass an manchen Stellen es sich ein wenig geforst angefühlt hat mit paar der Referenzen, aber zugegeben, diese Referenzen sind etwa gut bestückt und kommen auch etwa nicht zu oft vor. Zumindest etwa die nervigen. Die natürlich sich anfühlen, werden gut genutzt. Und hey, reden wir doch mal kurz über den Humor, denn die Show war schon ziemlich amüsant, muss ich zugeben. Episode 5 ist dabei das beste Highlight, da wir mehr oder weniger von einer verrückten Situation zur nächsten verrückten Situation gehen und es kann sehr witzig sein. Vor allem dank dem wundervollen Trevor haben wir so einige bissige Momente und bissige, witzige Dinge zu sich. Ich bin niemand, der so wirklich ein großer Fan bin vom MCU Brand of Humor, von daher war Wonder Man eine wirklich schöne, erfrischende Abwechslung, vor allem da der Humor sich sehr eigen gefühlt hat. Aber nun frag ich euch, wie steht ihr zu Wonder Man? Habt ihr die Show schon gesehen? Oder vielleicht nicht? Seid ihr jetzt interessiert, diese Show einen Versuch zu geben? All dies und mehr würde mich wirklich in den Kommentaren interessieren. Und falls ihr Comic-Fans seid von Wonder Man, wie gut hat diese Show es adaptiert? Oder wie steht ihr zu der Show als Adaption? Das würde mich auch wirklich sehr stark interessieren. Aber das war's auch schon von mir. Wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal wieder. Euer Random oder so ähnlich. Bye bye.